Ich habe Flugtickets über Checkline gebucht und möchte meinen Flugstatus abfragen. Stellen Sie sich vor, ich stehe in der Schlange am Flughafen mit meiner Tasche in der einen und meinem Handy in der anderen Hand. Hallo und willkommen bei Checkline. Welchen Flug möchten Sie überprüfen? Ich möchte meinen Flugstatus von SFO nach LAX überprüfen. Mit welcher Fluggesellschaft fliegen Sie? United. Ich überprüfe Flüge mit United Airlines, die vom Flughafen San Francisco abfliegen und in LAX ankommen. Der Flug UA 1069 soll voraussichtlich um 9:52 Uhr eintreffen. Sehr gut, danke. Jetzt stellen Sie sich vor, ich sitze in der Flughafen-Lounge mit geöffnetem Laptop. Ich stelle die gleiche Frage. Und im Internet erhalte ich noch mehr Informationen in einem visuellen Format. Wir erstellen Konversationen wie diese in Flows. Werfen wir einen Blick auf den Flow-Editor, um die Bausteine der Flow-Entwicklung kennenzulernen. Ich melde mich bei Cognigy an und erstelle einen neuen Agenten, indem ich zunächst hier auf Agenten erstellen klicke. Ich nenne meinen Agenten Luftfahrt und klicke wieder auf Erstellen, um den Agenten schließlich zu erstellen. Jetzt sehe ich das Agenten-Dashboard, das zu diesem Zeitpunkt praktisch leer ist. Um einen Flower zu erstellen, wählen Sie in der linken Seitenleiste zuerst Build und dann Flows. Klicken Sie als nächstes auf Neuer Flow und nennen Sie ihn Main. Ein kleiner Tipp: Sobald Sie an Ihrem Flow gearbeitet haben, finden Sie ihn im Agenten-Dashboard unter Kürzlich geändert. Jetzt gelangen Sie direkt zu Ihrem Flow, der in der Flow-Diagrammansicht geöffnet wird. Wie Sie sehen, ist der Flow zu Beginn leer. Er enthält nur die Start-Node oben und die End-Node unten. Wenn eine Konversation gestartet wird, kommt die Eingabe an der Start-Node an und durchläuft dann eine Reihe von logischen Entscheidungspunkten, bevor eine Antwort an den Nutzer übermittelt wird. Cognigy verfügt über eine leistungsstarke KI-gesteuerte Natural Language Understanding Engine, die verstehen kann, was ein Nutzer erreichen möchte und im Laufe der Zeit dazulernt. Für den Moment konzentrieren wir uns jedoch auf die Implementierung einer Reihe von Geschäftsregeln und wie diese in Konversationen angewendet werden. Ich füge dem Diagramm eine Node hinzu, indem ich auf das Pluszeichen klicke und erstelle so meine erste Node, eine Say-Node. Eine Say-Node gibt etwas an den Nutzer aus. Ich klicke auf diese Say-Node und Cognigy öffnet das Panel zum Editieren von Nodes. Ich möchte etwas ganz Einfaches ausgeben. Also gebe ich Hallo Welt in das Textfeld ein und klicke auf Node speichern. Um meinen Flow zu testen, kann ich das Interaktionspanel öffnen, indem ich auf das Sprecherblasensymbol in der oberen rechten Ecke klicke. Zum Interaktionspanel gibt es viel zu sagen und wir werden es später ausführlicher behandeln. Aber fürs Erste können Sie es einfach öffnen und Hallo sagen, woraufhin Sie die Antwort Hallo Welt erhalten. Im Flow-Diagramm sehen Sie eine grüne Linie, die den Weg hervorhebt, den Cognigy gewählt hat, um eine Antwort festzulegen. Jetzt füge ich eine weitere Say-Node unter der ersten hinzu. Diese lasse ich sagen: Schön, Sie kennenzulernen. Wenn ich dies nun in meinem Interaktionspanel teste, werden die Say-Nodes nacheinander ausgeführt. Aber was, wenn ich Schön, Sie kennenzulernen zuerst sagen möchte? Ich kann auf die untere Say-Node klicken und sie in das Pluszeichen über der oberen Say-Node ziehen. Beachten Sie, dass sich die Pluszeichen, wenn ich anfange zu ziehen, in Kreise verwandeln. Ziehen Sie die Node mit dem Zeiger bis in den Kreis und lassen Sie sie los. Wenn Sie den Bot jetzt testen, wird er zuerst Schön, Sie kennenzulernen und danach Hallo Welt sagen. Wenn Ihr Flow-Diagramm größer wird, müssen Sie auf dem Bildschirm navigieren und Cognigy macht es Ihnen einfach, sich zu orientieren. Sie können die Ansicht im Flow-Diagramm durch Klicken und Ziehen verschieben oder einfach über Ihr Trackpad nach oben und unten oder links und rechts scrollen. Sie können die Ansicht durch Halten und Zoomen vergrößern und verkleinern oder einfach die Zoom-Steuerelemente unten verwenden, um heraus oder hinein zu zoomen und die Ansicht neu zu zentrieren. Sie können Nodes auch kopieren und einfügen, wahlweise über einen Klick mit der rechten Maustaste oder die Kombination Steuerung und Mausklick bzw. Command und Mausklick.
Ich kann eine Note kopieren und dann an einem der Pluszeichen einfügen oder sie auch löschen. Wir haben bereits gesehen, wie man eine einfache Nachricht ausgibt. Aber was ist, wenn wir etwas Abwechslung bieten möchten? Ich gebe weitere Optionen wie Willkommen Welt und Sei gegrüßt Welt ein. Wenn ich jetzt mit dem Bot interagiere, erhalte ich als Antwort eine zufällige Auswahl einer der 3 Optionen, die ich eingegeben habe. Der Zweck dieser Funktion besteht darin, für etwas natürliche Variabilität in ihrer Nutzerinteraktion zu sorgen, damit diese weniger roboterhaft erscheint. Hier ist ein nützlicher Trick, um eine Eingabe erneut in das Interaktionspanel einzugeben. Klicken Sie einfach auf die jeweilige Sprechblase und senden Sie die Nachricht dann ab. Jetzt aktiviere ich die Option Linear. Anstatt zufällig eine Antwort zu wählen, geht Cognigy nun die Liste zunächst von oben nach unten durch und wiederholt dann schließlich nur noch die untere Ausgabe. Wenn ich Loop aktiviere, geht Cognigy die Liste von oben nach unten durch und startet dann wieder von oben. Wie Sie in der Demo mit der Fluggesellschaft gesehen haben, kann Cognigy mehr als nur Text ausgeben. Im Webchat-Beispiel geben wir visuelle Elemente wie Quick Replies und Bilder aus. Sehen wir uns nun an, wie das geht, und beginnen wir mit einer Quick Reply. Eine Quick Reply wird im Webchat als Button mit etwas Text angezeigt. Nutzer können dann auf den Button klicken, um eine Nachricht an den Bot zu senden, anstatt diese einzutippen. Stellen Sie sich vor, Sie interagieren mit einem Chatbot über Ihr Handy. Manchmal ist das Wählen eines Buttons mit dem Finger einfach schneller als das Eingeben einer Antwort. Ich öffne meine SayNote und ändere den Ausgabetyp über das Dropdown-Menü von Text zu Text mit Quick Replies. Ich sehe dann weiterhin ein Textfeld, aber ich sehe nun auch einen Button zum Hinzufügen einer Quick Reply. In das Textfeld gebe ich „Wie kann ich Ihnen heute helfen?" ein und biete dem Nutzer einige Optionen an. Ich klicke zweimal auf den Button zum Hinzufügen einer Quick Reply, weil ich 2 Optionen erstellen möchte. Wenn ich auf leere Antwort klicke, sehe ich eine Reihe von Feldern, die Cognigy benötigt, um die Quick Reply anzuzeigen. Die beiden zwingend erforderlichen Eingaben sind Button Title und Postback Value. Beginnen wir also mit diesen. Der Button Title lautet Flugstatus prüfen und der Postback Value kann identisch sein. Für meinen zweiten Button gebe ich sowohl im Feld Button Title als auch Postback Value neue Reservierung ein. Ich speichere zunächst und dann können wir einen Test starten. Wenn ich auf Flugstatus prüfen klicke, erhalte ich eine Eingabe mit demselben Wert. Das Wählen der Quick Reply führt also zum gleichen Ergebnis, als wenn der Nutzer den Text selbst eingeben würde. Manchmal möchten Sie vielleicht, dass der Button eine kurze Bezeichnung hat, die Eingabe jedoch länger ist. Sehen wir uns an, wie das mit Flugstatus prüfen funktioniert. Ich bearbeite meine Note und ändere den Postback Value zu „Ich möchte den Status meines Fluges überprüfen". Nach dem Speichern können wir erneut testen. Wenn ich jetzt auf Flugstatus prüfen klicke, erscheint der Postback Value. Es gibt verschiedene Gründe, dies zu tun. Zum Beispiel, um dem Nutzer die tatsächliche Eingabe durch Klicken auf den Button zu veranschaulichen oder einen Satz anzubieten, der einen bestimmten Intent auslöst. Aber was passiert, wenn diese Interaktion per Telefon stattfindet? Die Buttons sollen vermutlich in einem Webchat erscheinen. Am Telefon sollten verschiedene Nachrichten jedoch ausgesprochen werden. Es gibt hierfür 2 Möglichkeiten. Erstens kann ich Fallback-Text hinzufügen. Wenn ich mit Cognigy auf einem Kanal interagiere, der weder Text noch Quick Replies unterstützt, kann Cognigy den Fallback-Text ausgeben. Versuchen wir es mal mit folgendem Beispiel. Ich kann Ihnen helfen, Ihren Flugstatus zu überprüfen oder eine neue Reservierung vorzunehmen. Im Interaktionspanel sehen Sie nun eine orangefarbene Sprechblase, die den Fallback-Text enthält.
Dieser wird nicht angezeigt, wenn Nutzer zur Interaktion den Cognigy Webchat wählen, aber er wird dann verwendet, wenn Nutzer über einen Kanal interagieren möchten, der keine Quick Replies unterstützt, sowie SMS oder Spracheingabe. Ich mache einen Testanruf, um Ihnen zu zeigen, wie es als Sprachausgabe klingt. Ich kann Ihnen helfen, Ihren Flugstatus zu überprüfen oder eine neue Reservierung vorzunehmen. Die zweite Möglichkeit ist die neue kanalspezifische Ausgabe. Wenn ich die Say-Note öffne, kann ich durch Klicken auf das Pluszeichen unter Channels zum Beispiel Voice Gateway auswählen. Als Text kann ich eingeben: Danke für Ihren Anruf. Ich kann Ihnen helfen, Ihren Flugstatus zu überprüfen oder eine neue Reservierung vorzunehmen. Wenn die Anfrage nun also telefonisch erfolgt, gibt Cognigy diese Nachricht aus. Wenn sie über unseren Webchat oder Facebook Messenger eingeht, werden die Quick Replies verwendet. Und für jeden anderen Kanal, der Quick Replies nicht unterstützt, kommt der Fallback-Text zum Einsatz. Sie sehen diese verschiedenen kanalabhängigen Ausgaben im Interaktionspanel: die Primärausgabe, die Fallback-Ausgabe und die Voice Gateway-Ausgabe. Schauen wir uns noch eine andere Ausgabeoption an, eine Galerie. Galerien enthalten ein oder mehrere Bilder mit optionalen Titeln und Buttons darunter. Wenn ich Galerie als Ausgabetyp wähle, erscheint ein Button zum Hinzufügen einer neuen Karte. Ich klicke darauf und erhalte eine Vorlage, die ich ausfüllen muss. Als Titel gebe ich Willkommen bei Aviation Airlines an und mein Untertitel soll Der Überflieger unter den Fluggesellschaften lauten. Bei der Option zum Hinzufügen eines Bildes kopiere ich eine URL hinein. Wenn ich jetzt speichere, sehe ich dieses schöne Bild mit meinem Titel und Untertitel. Sie fragen sich vielleicht, wie Sie Ihr eigenes Bild hochladen können. Cognigy ersetzt nicht Ihr Content Management oder Digital Asset Management System als zentraler Speicherort für digitale Assets wie Bilder, Videos, PDF und so weiter. Stattdessen können Sie einen Link zu einer Datei auf Ihrer Website hinzufügen, die dann im Webchat gerendert wird. Jetzt wähle ich ein anderes Bild aus. Ich zeige es Ihnen zunächst in einem Webbrowser. Und jetzt zeige ich es Ihnen im Interaktionspanel. Wie Sie sehen, wird der untere Teil des Bildes im Webchat abgeschnitten, sodass wir nur das Heck des Flugzeugs sehen können. Warum ist das so? Das Bild im Webchat muss dem Seitenverhältnis der Webchat-Sprechblase entsprechen. Andernfalls zentriert Ihr Browser das Bild nur, anstatt das zu zeigen, was Ihnen wichtig ist. Wenn ich das Bild entsprechend bearbeite oder meinen Grafikdesigner bitte, dies für mich zu tun, kann ich das Bild genau so darstellen, wie ich es möchte. Mit der Nase des Flugzeugs am unteren Bildrand und der Reflexion der Skyline im Wasser. Die Bildgröße, die ich hier verwende, lautet 909 x 476. Sie können alles mit einem Seitenverhältnis von 1,91:1 ausprobieren und testen, wie es aussieht. Wir haben jedoch mehr Möglichkeiten, als nur ein Bild anzuzeigen. Sie können Buttons hinzufügen, indem Sie die Option zum Hinzufügen eines Buttons wählen. Ein leerer Button wird hinzugefügt und ich klicke darauf, um zu ergänzen, was er tun soll. Der Text auf dem Button soll allgemeine Geschäftsbedingungen lauten. Und für den Postback Value kann ich Postback Senden wählen, damit er wie eine Quick Reply funktioniert. Ich kann aber auch die Option eine URL öffnen wählen, um einen Link hinzuzufügen. Sehen wir es uns mal an. Wenn ich es jetzt teste, erscheint unter meiner Karte ein schöner Button. Wenn ich darauf klicke, öffnet mein Browser eine neue Registerkarte mit der URL, die ich in meinem Button angegeben habe. Ich kann weitere Buttons oder auch eine neue Karte hinzufügen. Um dies zu tun, klappe ich das Panel zum Bearbeiten der Note aus, sodass es den größten Teil des Bildschirms einnimmt. Ich klicke auf Karte hinzufügen, um eine neue Karte hinzuzufügen und gebe dafür einige Werte ein.
Jetzt habe ich 2 Karten. Mal sehen, wie das aussieht. Ich sehe die erste Karte auf der linken Seite und einen Ausschnitt der zweiten Karte. Wenn ich nach rechts klicke, sehe ich die zweite Karte. Wenn ich den Webchat auf meinem Handy verwenden würde, könnte ich einfach nach links und rechts streichen, um diese verschiedenen Optionen zu sehen. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf Text mit Buttons. Diese haben genau die gleiche Funktion wie die Buttons in der Galerie, zeigen aber über eine Textüberschrift anstelle eines Bildes. Werfen wir einen Blick in das Interaktionspanel. Ich kann auch ein Video hinzufügen. Mal sehen, wie das aussieht. Ich erhalte eine schöne Vorschau im Editor. Und wenn ich es im Interaktionspanel teste, sehen Sie einfache Steuerelemente für das Video. Das funktioniert großartig mit kleinen Videos wie diesem. Ich füge einfach einen Link zu der Datei auf meinem Server hinzu. Aber was ist, wenn Sie ein längeres Video hinzufügen möchten, das Sie am besten über einen Streamingdienst wie Vimeo oder YouTube bereitstellen? Dazu gehe ich auf YouTube und kopiere den eingebetteten Code. Öffnen Sie einfach Ihr Lieblingsvideo von Cognigy und wählen Sie Teilen und dann Einbetten. Ich kopiere den Code nun über den gewöhnlichen Textausgabetyp in meine SayNote. Beachten Sie, dass ich die Breiten- und Höhenparameter so ändere, dass das Video gut in meine Chat-Sprechblase passt. Bei der Vorschau im Interaktionspanel sehe ich nur den Embed-Code selbst. Cognigy tut dies absichtlich, um zu verhindern, dass unerwünschter Code innerhalb der Cognigy-Benutzeroberfläche ausgeführt wird. Wenn Sie den Chat jedoch in einem Webbrowser oder auf Ihrem Smartphone nutzen, wird das Video wie gewünscht gerendert. Wie können Sie eine Vorschau Ihres Chatbots im Cognigy Webchat anzeigen? Hierfür müssen Sie einen Endpoint erstellen. Ich werde in einem anderen Video im Detail über Endpoints sprechen, aber fürs Erste navigieren Sie einfach im linken Seitenmenü zu Deploy und Endpoints. Klicken Sie auf Neuer Endpoint und nennen Sie ihn Web. Wählen Sie für den Flow den aus, an dem wir gerade gearbeitet haben, und stellen Sie sicher, dass WebChat als Endpoint-Typ ausgewählt ist. Speichern Sie nun und klicken Sie dann auf WebChat öffnen. Wenn Sie Hallo sagen, wird Ihr YouTube-Video angezeigt. Wir haben darüber gesprochen, Inhalte in SayNotes zu verfassen, aber was ist, wenn Sie dynamische Inhalte ausgeben möchten? Wir werden dieses Thema in nachfolgenden Videos ausführlich behandeln. An dieser Stelle möchte ich Sie zunächst in das Thema Token einführen. Ich gehe zurück zu meiner SayNote und klicke im Texteingabefeld auf das AI-Symbol. Sie sehen eine lange Liste mit Token, die dynamische Inhalte ausgeben. In nachfolgenden Videos werde ich Ihnen erläutern, wie Sie Ihre eigenen Token erstellen können. Ich möchte, dass der Nutzer einen Geldbetrag eingeben kann, den ich ihm dann bestätige. In das Textfeld gebe ich ein, ich zeige Ihnen Flüge unter $, und wähle dann das First Currency Slot Token aus. Zum Testen sage ich suche nach Flügen nach Las Vegas für unter $200. Der Token wird dann durch die Übereinstimmung aus der Eingabe des Nutzers ersetzt. Token bieten noch viel mehr Möglichkeiten und Sie können damit einfach ein wenig herumprobieren, um die verschiedenen verfügbaren Werte kennenzulernen. Die letzte Funktion von SayNotes, die ich behandeln möchte, ist das Hinzufügen von Links und Style-Attributen zu Ihrer Ausgabe mit Hilfe von HTML. Wozu das gut ist? Nun, wir haben vorhin ein Beispiel für die Einbettung von HTML-Code gesehen, als wir ein YouTube-Video hinzugefügt haben. Vielleicht möchten Sie Ihrem Text auch andere Elemente wie Hyperlinks hinzufügen. Auch wenn Sie dies über Buttons tun können, macht es manchmal mehr Sinn, Ihren Nutzern herkömmliche Links zu präsentieren, so wie sie auf einer Website zu sehen sind.
Der einfachste Weg, um Ihren gewünschten HTML-Code zu erhalten, ist die Nutzung eines Hyperlink-Generators. Nach einer einfachen Suche finden Sie zahlreiche im Internet. Ich werde diesen hier verwenden. Ich gebe die URL ein, auf die ich verlinken möchte, wie zum Beispiel unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ich lege ein Ziel fest. Dies ist wichtig, da Sie den Link häufig nicht im aktuellen, sondern in einem neuen Tab öffnen möchten. Ich wähle leer aus. Für den Text gebe ich allgemeine Geschäftsbedingungen ein. Jetzt muss ich nur noch meinen Code kopieren, indem ich auf den Button Kopieren klicke. Zurück in Cognigy aktualisiere ich meine SayNote. Wenn ich mit meinem Chatbot interagiere, sehe ich im Interaktionspanel das HTML-Markup. Im Webchat wird mir aber der vollständige Link angezeigt. Manchmal ähneln die Farben des Webchat-Widgets etwas zu sehr den Farben auf Ihrer Website. Dies kann dazu führen, dass Elemente wie Links fast mit der Sprecherblase verschmelzen und deshalb kaum zu erkennen sind. Um dies zu vermeiden, können Sie einen Style-Attribut hinzufügen. Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Website-Team, um den richtigen Stil zu bestimmen. Ich mache meinen Link einfach gelb, damit er auffällt. Dazu füge ich einfach Style = Color::Yellow zu meinem HTML-Tag hinzu. Achten Sie darauf, dass Sie das Attribut vor dem abschließenden größer als Zeichen einfügen. Ich speichere und sehe mir das Ganze erneut in der Vorschau an. Jetzt hebt sich der Link vom Hintergrund ab. Es gibt eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten, um das Erscheinungsbild des Webchats zu verändern. Das hier war nur ein schneller Workaround für den Fall, dass Ihre Links mit dem Hintergrund verschmelzen und Sie nicht viel über Webdesign wissen. Als letztes Thema dieses Videos möchte ich einige allgemeine Funktionen erläutern, die für alle Notes gelten, einschließlich SayNotes. Wenn ich mir meinen Flow derzeit anschaue, sehe ich eine SayNote mit einer kurzen Vorschau dessen, was sie sagt. Aber wenn sich jemand anderes diesen Flow ansieht, versteht er möglicherweise nicht, was die Note tut, ohne sie vorher zu öffnen und im Detail zu betrachten. Mit Cognigy können Sie Notes, Kommentare und Label hinzufügen, um deren Zweck zu verdeutlichen. Ich öffne meine SayNote und sehe mir die Styling-Einstellungen an. Es gibt die Optionen Label und Kommentar. Im Moment lautet das Label Say, um anzugeben, dass es sich um eine SayNote handelt. Aber ich möchte deutlich machen, dass dies eine Willkommensnachricht ist. Also gebe ich Willkommensnachricht in das Labelfeld ein und einen detaillierten Kommentar in das Kommentarfeld ein. Ich klicke auf Speichern und sehe, dass die Note jetzt Willkommensnachricht heißt. Sie hat jetzt auch ein kleines Symbol, das anzeigt, dass sie einen Kommentar enthält. Wenn ich auf das Symbol klicke, kann ich den Kommentar ansehen und bearbeiten. Ob Sie es glauben oder nicht, es gibt noch viel mehr über SayNotes zu sagen. Aber fürs Erste wissen Sie jetzt alles Nötige, um selbst loszulegen. Weitere Themen im Zusammenhang mit SayNotes behandeln wir in unserer Flow Developer-Reihe.